ich eine ganz besondere Unterstützung und deswegen bin ich sehr aufgeregt. Und zwar mein Freund Steff Wieser. Er ist Koch. Hallo zusammen! Genau. Hallo Steff, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist doch schön. Ich auch, aber das legt sich gleich. Das erste Mal vor der Kamera. Ich darf noch ein bisschen nervös sein. Absolut. Was kochen wir denn heute, Steff? Heute machen wir Kalbsgeschnetzeltes Kalbsgeschnetzel mit geräucherter Paprikasauce und Kartoffelstock mit Nussbutter. perfekt. Mit einer kleinen Überraschung oben. Genau. Und da sagen wir noch nichts, deswegen bleibt dran, es wird spannend. Wir sagen nur eins. Wuff, wuff. So, fangen wir einfach an. Wann hast du angefangen mit deiner Kochlehre? Ja? Ja, ich habe im 93 habe ich meine Kochlehre angefangen. Oh, der geht aber gut. Ja, das ist eben der Ferrari und der Scheller. Ja. Das ist der Wir dürfen 3PS4. Der gibt es eben nur bei mir. Nein, ist ein Scherz. Der ist aber wirklich gut. Ja, ich finde den wirklich Das ist keine Verkaufssendung, unbezahlte Werbung. Nein, ich finde den wirklich gut. Ja, man schneidet sich auch nicht in den Ja, Finger. der hebt sich da so gut, oder? Und Ja. ich finde den eben viel besser als der. Ja, Und, obwohl das ist ja der Klassiker. ja, und ich muss ja aber ganz ehrlich sagen. Aber der hat auch dieses Ding, womit man die Augen aussticht. Genau. Hat er nicht, Aber oder? Mama, du kannst das schon, aber das ist ja nicht so wichtig für den Herrn der Füße. Ja, das stimmt. Aber ich bin ganz ehrlich, weißt, ich kaufe den und wenn das Messer stumpf ist, kaufe ich den, nehme das Messer und tue das. Ah, du schlau. Ja, das. Weißt du, da kommt ein bisschen dran. Immer im 45 Grad Winkel. 45? Ja, 45 Grad Ja. Winkel und nicht im Finger schneiden. Hat man deswegen dieses Ding hier vorne? Genau. Ah ja, gut. Und wie oft hast du schon die Finger geschnitten? Unzählige Male. Oh. Unzählige Male, glaube ich. Wirklich. Ja, also der 93. 93 hast du angefangen. Genau, 93. Und dann habe ich eigentlich angefangen in der Trube in Ebner-Kappel, das ist das Hotel gewesen. Das ist in Toggenburg, Genau, Ebner-Kappel, ganz wichtig. im Kanton St. Gallen. Genau, Ja. Toggenburg. Na guck mal, jetzt können wir das schnell anschauen. Jetzt haben wir die Kalbsnuss, wunderschön, oder? Vorher ist es ein Stück gewesen. Jetzt tun wir das so schön auslösen. Jetzt siehst du da innen die Silberhaut, die wollen wir natürlich nicht. Und aus dem Nuss raus gibt es dann eigentlich 2 Stückchen. Stehst du manchmal nachts auf, um dir was aus dem Kühlschrank zu holen? Weil du gerade so eine Lust bekommst auf etwas? Fast jede Nacht. Juhu! Fast jede Nacht? Ah, wirklich? Nein, Du wirklich. bist der Erste in der Sendung, der es zugibt. Oder der es sagt. Nein, wirklich. Nein, es ist so. Was isst du denn da? Das darf ich nicht sagen. Oh. Das darf ich nicht sagen. Ich habe so eine. Wie soll ich Süßes oder salzig? sowohl als auch. Aber es kommt dann so, ich mache den auf und dann habe ich irgendeine Lust. Und meistens habe ich eben Lust auf Gummibärchen und das darf man ja schon nicht sagen. Aber ich liebe Gummibärchen. Und ich liebe saure Gummibärchen. Aha. Und ich habe so einen Topf mit Gummibärchen Ja. im Kühlschrank und Ja. sie nicht aus dem Kühlschrank sehen. Ah, sie müssen kalt Sie sein. wenn kalt sind, dann kannst du so ein bisschen rumbissen und dann kommt es ein bisschen mehr zu Geltung. ja. Oder dann wache ich auf und finde, irgendetwas habe ich heute noch nicht gehabt. Und meistens ist es dann eben Wurst. Ah. Und ich habe ja vom Felix, Ja. vom Felix die wunderbare Würste vom Toggenburger Hochlandrind, Bauernschüblig. Und dann muss ich mir dort ein paar Siebli abschneiden, so ein bisschen wie Salami. Und das ist wirklich, ja, es tut mir sehr leid, aber es ist halt so. Oh. Was ist denn so dein Lieblingslebensmittel? Ei. Ei. Ei finde ich ist für mich Ja. persönlich das allerschönste Auch mit zum Arbeiten. Lebensmittel Ja. auch zum Schaffen. Du hast das Eiweiß, du hast das Eigelb, du hast das Ei, wo ein wahnsinnig gutes Geschmack Ja. hat von der Leike. Ja. Du kannst es aufschlagen, du kannst es Rührei machen, Ja. du kannst Frittata hast du ja letztes Ja, Jahr gemacht. genau. Oder? Man hat so viele Möglichkeiten Pochieren. mit dem Ei, Pochieren. Ich liebe Spiegelei auf einem frischen Zopf und so. Ja. Es ist, ich finde, es ist etwas Schönes. Ja. Also das Ei, Ei ist ist perfekt. Damit macht man doch auch Vitello Tonato. Mit dem kannst du, also mit dem anderen kannst du auch Vitello Tonato machen. Es ist rund, das ist natürlich schön, aber das natürlich auch. Ich liebe Vitello Tonato, aber nicht pochiert, sondern ich habe es sehr gerne, wenn man es ein bisschen anbrötelt, schön mit Farbe und dann in den Ofen tut bei 80 Grad, dass es innen dran noch ein bisschen schön rosa ist. Ah.
habe das sehr, sehr gern so. Und ich habe so einen kleinen... Das mache ich am Wochenende. Und ich habe so einen kleinen Trick für Vitello Tonato. Das ist wirklich ein hervorragendes Stück. Ja. Oder eben das andere, was wir gesehen, das zweite Teil, Ja. das ein bisschen runder ist. Schön anbröteln, mit schöner Farbe. Dann ein bisschen Fenchel schneiden, ein bisschen Tomaten, einfach so ein bisschen zusammenschneiden. Ein bisschen Fenkelsamen, wenn es hat. Ja. Braucht es aber nicht. Dann ein bisschen ablöschen mit Weisswein oder ein bisschen Bouillon. Und dann das Fleisch oben drauf und dann in den Ofen. Voilà. Und dann und ein bisschen Thunfisch, das ist natürlich auch schon drauf. Die Thunfisch aus der Dose. Ja. Nicht frische, sondern aus der Dose. Ja. Das ist auch schon drauf. Und dann kocht das alles in der, oder wird es ein bisschen warmes Köcherlet und dann wird der Thunfischgeschmack ein bisschen intensiver. Wenn es fertig ist, Fleisch rausnehmen, nachher alles erkalten lassen, dann den Sud, den du bekommen hast, mixen und dann kannst du noch ein bisschen Mayonnaise. Ich tue es einfach mit Mayonnaise machen und nicht mit frischen Eiern, weil du kannst es einfach länger behalten. Aber Mayonnaise immer mit frischen Eiern. Nein, ich nehme natürlich eine Tommy Mayonnaise oder so. Hat die keine Eier drin? Mal, aber die sind sterilisiert. Aha. Und die frischen Eier sind ja nicht steril und Das so stimmt. kannst du es einfach ein bisschen länger behalten. Weil es gibt ja meistens ein bisschen mehr Soße, als was du Fleisch hast. Das stimmt. Und so kannst du es dann eben eine Woche oder so behalten. Ah. Und mit frischen Eiern ist es ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Ich mache die Wir Mayonnaise. essen uns einfach alles so schnell auf. Oh, das sieht schön aus. Oder siehst du, machen wir wirklich Könnte man fast schöne keine Würfel. Puder machen. Oh, sieht das gut. Dann ist gut. Okay. Du kannst jetzt die Butter dort Die drin- ganze. Ich mache jetzt Nussbutter. Ich habe Genau. Nussbutter noch nie gemacht. Das ist ganz einfach mit der Butter. Da kann man in Würfel schneiden oder ganz, wir tun es ein ganzes Pfännchen und dann auf kleiner Temperatur tun wir dann dort schön schmelzen lassen. Fast genau rein. Es ist eben das Butterpfännchen. Aha. Das ist das Butterpfännchen. Schön auf geringer Temperatur und jetzt werden wir einfach Aber das schmelzen. ist sehr klein, die Flamme, ne? Ja, das ist gut so. Das braucht ein bisschen Zeit. Und die weißen Fleckchen, die du da unten siehst, das ist die Mulke. Und die tut dann eben noch karamellisieren und wird dann ein bisschen nussig. Und deswegen heißt es Nussbutter. Und da muss es eben sorgfältig und langsam sein, Ja. weil wenn es dann zu warm wird, muss es sofort wegziehen, Ja. weil sonst verbrennt es dir und das ist alles am Arsch. Ach, genau. Entschuldigung. Also das ist das, was du abgetrennt hast vom Fleisch, Genau, ne? Das ist die Parüre. Silberhaut. Das, Wie sind, heißt das das? sind die Sehne. Parüre. In der Küche Parüre. sagen wir dann Parüre. Aha. Alles, was man abschneidet. Oder? Und normalerweise braucht man das für einen Fond oder für eine Suppe oder für Bratensauce oder was auch immer. Ja. Und wir machen das jetzt auch. Wir haben es nachher mit unserem Kochprosecco. Mit was? Ah, da. Mit unserem Kochprosecco ein bisschen ablösen. Oder? Und dann haben wir da so etwas, was wir dann für unsere Sauce nehmen. Super. Relativ einfach. Pepperoni heißt in der Schweiz Paprika. Nein, bei uns heißt es Peperoni. Ja, genau. In der Schweiz heißt es Pepperoni und in Deutschland heißt es Paprika. Ja. Bei uns ist Pepperoni Chili. Ah ja? Ja. Und bei uns ist Chili. Ich habe ja ein Gerücht gehört, Was hast du schon wieder gehört? dass du ein neues Restaurant aufmachst. Restaurant ist übertrieben. Erklär. Also Wer es ist es? Wo ist es? Wann macht es auf? Also, es könnte, Weil du musstest ja, du hattest eine Weinbar, in der man essen konnte. Weinstube. Eine Weinstube Genau. in der Altstadt in Zürich. Weiße Rose. Genau. Genau, ist eine sehr berühmte Weinstube. Und wegen der Pandemie, habe ich da beschlossen. genau. Und das ist ja jetzt, wann hast du zugemacht? Am letzten Juli. Tschüss, Lockdown. Also jetzt fängt die Butter an zu sprudeln Ja, und jetzt senkt sich... Jetzt senkt sich dann das und fängt dann an langsam unten zu karamellisieren. Ah, So, die Herdöpfel haben wir jetzt dann auch bald. Das heisst, wenn wir das alle ansetzen, dann haben wir das ein bisschen auseinander. Ja. Dann schauen wir die Pfanne an, dann müssen wir das in 2 Portionen machen, oder? genau. Nehmen wir da einen Teil von dem Fleisch nehmen wir weg. Es gibt jetzt, da scheiden sich jetzt wieder die Geister. Ah. Vorher oder nachher wird. Ah, stopp. Aha, ich würde nachher. Ich meine, nein, ich finde, Vorher? da scheiden sich die Geister. Ich finde, wenn man es jetzt würzt, wenn die Pfanne heiß ist, würzen, in die Pfanne rein tun, dann fängt es an bräuteln und es tut auch so ein bisschen reinkleben, das Salz und das Pfeffer und all das. Wenn man es nachher tut, das ist ja dann bräutelt, dann tut es ja wie abperlen. Ah ja, klar. Also, es ist meine Meinung, aber so tun sich Die Geister scheiden. Geister sein. Jetzt haben wir doch über den Butter. Oh. Und hier wo wir haben,
Jetzt fängt dann die auch an zu karamellisieren. Dann haben wir dann den ganzen wunderschönen Tag. So, jetzt tun wir in den Ofen, der auf 60 Grad vorgeheizt ist. Damit das... Ich kann das schön nachziehen und es verkocht nicht. Ja. Jetzt habe ich ein Angebot bekommen im Lockdown. Während der ganzen Zeit habe ich ein Angebot bekommen. Und ich habe jetzt Zunft zur Haue übernommen. Jetzt in der Weinstube draus, weil das Restaurant gibt es eigentlich noch nicht so lange. Das gibt es erst seit 1908. Und sie haben das eigentlich als Trinkstube eröffnet. Und danach hat sie verschiedene Konzepte drauf gehabt. Mehr als eigentlich gute Restaurants. Und ich habe gefunden, man muss wieder zurück zum Ursprung. Und Weinstube, es muss ein bisschen unkompliziert sein, es muss gut sein, es soll gesellig sein, es soll etwas Gutes zum Essen geben. Du musst aber nicht irgendwie ein Menü essen, wie im Michelin-Stern-Restaurant. Du kommst, es wird ein Gläschen Wein, irgendein Blättchen oder was auch immer. Einfach so, dass es dir gut geht. Ja, das ist Fiorella! Schnupski! Fiorella! Sag rein! Und Fiorella hat heute auch einen Teil zum Dinner dazu beigetragen, genau. Und zwar, oh, schau mal da. Schau mal. Und zwar waren wir heute im Wald und sie hat Trüffel gefunden. Und dann diese braunen Punkte. Wir haben jetzt wirklich schön, wenn man das auf die Löffel nimmt, siehst du? Ja. Diese braunen Punkte, das Nussige. Jetzt kommt das raus und jetzt lassen wir das da. Jetzt fängt das schön an zu schäumen. Okay. Jetzt sind wir das ein bisschen anrösten. Ein bisschen anrösten, das ist ein bisschen... Das kann man nicht erwähnen, dass man in jeder Herdöpfelstock Muskat kommt. Und zwar nicht zu wenig. Oder? Absolut. Wie macht's Opa? Opa würde jetzt Milch heiß machen. Siehst, ich mache jetzt das nicht. Sondern ich würde jetzt sagen, du machst schon mal schön Muskat. Ah. Und jetzt würde ich mixen. Jetzt schon? Ja. Ohne Milch, ohne Flüssigkeit? Ohne nichts. Und weißt du warum? Nein. Weil danach gibt es sicher nicht irgendeine schmierige Sache oder so, sondern heißt jetzt die Herdöpfel und dann siehst du, wie viel das muss streiten. Und dann tun wir dann den Butter drin. Das ist doch mal schön so. Schaut mal, wie schön der Nussbutter ist. Perfekt. Alles drin. Es sollte ja leicht sein. Wollen wir die Hälfte? Ja. Oder können wir alles? Die keine Trüffelbutter zu Hause haben, glaube ich, das kann man dann bei der Vivi bestellen. Genau. In Zukunft, würde ich sagen, oder? Ja. Schau mal, wie schön. Das kriegst du nicht einmal vom Globus so. Heute wird nicht gegeizt. Nein. Wenn Kartoffelstock, dann richtig. Ah, nein. Ich glaube, es geht nicht. Nein, sie haben das nicht gern. Der Trüffel kommt. Der Trüffel kommt. Und der Muskat kommt. Der Butter kommt. Oh! Herdöpfelstock. Nicht zu Hause, Entschuldigung. Auf die Probierteller. Uns gefällt heißt ja nicht, dass es den Gästen auch gefällt. Eben, oh, der ist gut. Ja. Oh, schön. Die Frühlingszwiebeli. So. Das war sehr gut gemacht. Danke, Steff, dass du da warst. Danke, dass ihr da kommt. Sehr gerne. Und schön, dass ihr dabei wart. Bis ganz bald, entweder nach Haue und natürlich nächsten Dienstag 18 Uhr wieder hier auf YouTube. Das ist ein Fan von dir. Ich schaue das auch immer. Tschüss. Tschüss. Einen guten Tag. Tschüss.